So, hoffe, man sieht mich gut. Ich habe euch einfach mal hier das Buch schon mal mitgenommen. Die einzig wahre Bibel. Ich habe mir kein Skript gemacht, gar nichts, irgendwie Notizen. Nada, niente. Ich denke, ich werde einfach mal frei heraussprechen, was mich so bedrückt oder was mich auch vor allem so interessiert, weil einfach in der letzten Zeit immer stärker irgendwie das Thema der Zeugen Jehovas äh, auch wieder an mich gelangt ist. Wieso? Ich möchte schon mal vorab sagen, dass das kein Video ist, wo jetzt einfach meine Meinung in dem Sinn ich äußern möchte und verbreiten möchte. Wieso? Weil einfach, wenn du Meinungen hast, was auch okay ist, jeder darf ja seine eigene Meinung haben, hallo? Ähm, Meinungen sind einfach relativ und jeder kann seine Meinung haben. Und wenn zum Beispiel jetzt, und das ist eigentlich das, was ich erreichen möchte, wenn jetzt ein aktives Mitglied der Zeugen Jehovas im deutschsprachigen Bereich das hier sich jetzt anschaut, dann möchte ich nicht, dass das so rüberkommt wie, ja, der erzählt einfach so seine Meinung, that's it. Weil, ja, so wenn du in der Organisation drinne bist, dann filtert dein Gehirn ganz schnell, leider, Informationen, die dir nützlich sein könnten, aber weil es nur eine Meinung ist von jemandem, wo außenstehend ist und vielleicht sogar mal Zeuge Jehovas war und jetzt nicht mehr ist, also sprich sogar ein Ausgeschlossener, dann höre ich da gar nicht dann direkt den. Und am besten noch so wie ein Affe. Und deswegen möchte ich betonen, dass hier soll kein Video werden, wo ich einfach über meine Meinung an sich reden will, sondern einfach nur über meine Erfahrung, dass ich kein Gegner bin, ja, der Zeugen Jehovas und dass ich im Grunde genommen auch nix oder wie sagt man so schön, dass ich einfach nicht komplett etwas Schlechtes darstellen möchte und sagen möchte, weil ich habe viele Videos wirklich auf YouTube gesehen, wo Ex-Zeugen Jehovas im deutschsprachigen Bereich, gibt es auch ein ganz bekanntes Video von einer jungen Dame, wo ein Video macht mit sehr hoher Reichweite. Und logisch, das ist halt so typisch menschlich, wenn wir etwas Schlechtes finden, was leichter ist übrigens, dann halten wir uns wie an so einem Strohhalm da fest und ja, die hat recht und negativ und macht die fertig. Nein, das möchte ich nicht. Ja, wie gesagt, ich bin zwar selber ausgetreten und kein aktives Mitglied mehr, werde ich auch niemals sein, ne? Statement hier, aber ich möchte nicht so ein Video machen, weil ich glaube, so Stimmungsverbreitung, das nützt den aktiven Mitgliedern weniger, als wenn man wirklich kommt mit Fakten und einfach vielleicht auch mal mit seiner eigenen Story und dass wirklich die Leute hingehen und einfach mal ihr Gehirn so einschalten, ne? Dein von Gott gegebenes Gehirn mal auch nutzen und nicht nur isolieren. Ja, und das ist der Sinn, warum ich jetzt einfach mal gedacht habe, okay, ich nehme das jetzt einfach mal auf, deswegen kein Skript hier, ich rede einfach mal aus freien Stücken. Es ist 9:30 am Morgen. Grüße auch an Amir Arapur, Ex-Muslime klären auf TV. Ich finde das mit dem Kaffee ist eine gute Idee und das mache ich jetzt auch so. Und ja, legen wir mal los. Warum das Thema so wichtig ist für mich? Wie ihr mitgekriegt habt, ich bin reingeboren worden in die Religion, Sekte, wie man es nennen mag, der Zeugen Jehovas. Ich bin jetzt 31, bin reingeboren worden in diese Organisation, wie sie sich nennen, und habe wirklich, ja, von Tag 1, soweit ich mich erinnern kann, das Ganze gelebt. Ne? Also ich bin wirklich hin, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, in den Predigtdienst. Was das ist, man klingelt eben an fremden Türen, man geht von Haus zu Haus, man verbreitet die gute Botschaft, man kommt und sagt, hey, wir sind da, willst du über Gott reden, warum passiert das auf der Welt, hier drin ist die Lösung, hier sind alle Fragen. So. Da möchte ich jetzt schon mal eingreifen. Nach wie vor glaube ich daran, ja, dass man in der Bibel, sei es jetzt die von den Zeugen, wo einfach der Name Jehova drin steht, aber im Prinzip passt das
die Schlachterübersetzung, Luther, egal was. Ich bin davon überzeugt, dass du, wenn du, und ich bin auch nicht perfekt, aber wenn du nach der Bibel lebst und auch daran glaubst etc., dann hast du ein gutes Leben. Da bleibe ich dabei. So, also nach der Bibel leben ist definitiv nichts Schlechtes, würde ich jetzt mal behaupten, weil wenn man das so macht, dann ist man ein friedlicher Mensch, man toleriert andere Menschen, man ist freundlich zu allen Menschen, man isoliert sie nicht, man hat keine Vorurteile, egal was für eine Rasse, Nation, Kultur, spielt keine Rolle. Deswegen an sich immer noch Fan, alles klar? So. Genau, und dann klingelst du einfach und rennst rum und probierst halt zu missionieren, wie man so schön sagt. Und das habe ich alles gemacht. Ne? Als ich jung war, das habe ich alles gemacht und ich habe mich dann ganz schnell eigentlich, ich glaube es war mit 16, taufen lassen. Weil ihr das auch schon gesehen habt, eben bei den Zeugen Jehovas kann man sich ja taufen lassen, wie auch in der Kirche, sage ich jetzt mal, die Kindestaufe, ist einfach bei den Zeugen Jehovas nicht so üblich, nicht erwünscht, nicht gesehen, wird auch eigentlich gar nicht so zelebriert, weil man einfach sagt, nee, du sollst dich ja, die Taufe ist ja sozusagen wie ein Glaubensbekenntnis. Deine Liebe zu Gott drückst du damit aus. Du setzt sozusagen ein Statement, ja, ein Stempel so auf dein Leben jetzt. Ich verschreibe mich Jehova Gott bei den Zeugen jetzt. Ne? So, und das ist der Sinn der Taufe. Und bei den Zeugen ist es dann einfach so, dass man sagt, okay, ich lasse mich taufen, wenn ich in einem Alter bin, wo ich wirklich realisiere, was ich eigentlich will. Ja. Und deswegen ist so die Taufe bei den Zeugen, sage ich jetzt mal so üblich. Klar, es gibt auch schon die sind sich ihrer Meinung so stark bewusst, dass sie sich schon mit 12 oder 13 oder 14 taufen lassen. Aber im Prinzip so ab 15 aufwärts geht's eigentlich los. Aber so jetzt irgendwie Kindestaufe, wo man ein Baby nimmt und Wasser drüber macht und so. Das gibt es bei den Zeugen nicht. Bei den Zeugen gibt es auch, wie gesagt, kein Wasser auf den Kopf oder nur ein bisschen hier ein Eimer über den Kopf oder so. Ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist einfach so, in der Bibel, man orientiert sich einfach an der Bibel, anhand der Schriften wieder. Und dort guckt man dann natürlich, der Johannes oder auch Jesus natürlich, der getauft dann worden ist, wurden wie getauft in den Bibelversen. Ihr könnt da gerne in eurer Bibel nachschlagen, sieht man oder kann man nachlesen, dass Jesus unter Wasser, also im Jordan ja getauft worden ist und unter Wasser komplett mit seinem Körper unter Wasser getaucht worden ist. Was das Ganze dann symbolisiert, warum unter Wasser und als er hochgekommen ist, das könnt ihr alles ja dann nachlesen und recherchieren. Falls ihr es wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann erkläre ich es euch gern. Aber sonst wird das jetzt hier den Rahmen springen, was der Sinn ist, der Taufe und so weiter und so fort. Einfach nur, ich habe das getan, mit 16 ungefähr. Zu meiner Person damals, muss ich ehrlich sagen, ich habe gestern ein Video gesehen, ich schaue in letzter Zeit sehr viele Videos von Ex-Jehovah's Witness, Ex-Zeugen Jehovas, wo übrigens auch keine Stimmungsmache machen, keine Hetzung, sondern einfach wirklich angefangen haben, ihr von Gott gegebenes Gehirn zu benutzen und einfach mal zu recherchieren und auch zu hinterfragen. Ich meine, was ist das für eine Schmach, wenn du an Gott glaubst, dass du dein Gehirn, wenn du irgendwelche Zweifel hast, nicht benutzt, um diese Zweifel vielleicht eben aus dem Weg zu räumen oder dir irgendwo Bestätigung dafür zu suchen. Aber was ist es für eine Schmach, wenn du einfach hingehst und sagst, ich will, was soll das? So, das ist ja mehr ein Hohn an Gott, an Jehova, an wen auch immer du glaubst, als eine Lobpreisung. Ne? Und deswegen schaue ich mir gerne noch so Videos an von Leuten, die wirklich was Konstruktives, was Gutes zu sagen haben. Und dort ist es einfach so, als ich getauft war, ja, du investierst wirklich in diese Religion. Ja? Warum investieren? Ich meine, ich bin reingeboren worden. Du investierst automatisch, wenn du danach lebst. Wenn du das machst, was die Organisation von dir möchte. Auch wenn du selber das ab und zu bezweifelst,
nicht richtig findest, verdächtig findest, sage ich jetzt mal. Sobald du trotzdem am Ende deiner Entscheidungen das machst, was die Organisation dir gesagt hat, weil du natürlich im Resümee davon ja auch überzeugt worden bist. Also du siehst es gar nicht, dass die Organisation das dir sagt, sondern das steht ja da. Die Organisation, die hilft dir, das nur zu verstehen. Und deswegen ist es ganz krass im Kopf ein Brainwash, es ist einfach so. Und du investierst. Warum investierst du? Du investierst alleine schon, ich fange jetzt einfach mal an, wenn du ein kleiner Junge bist und du gehst in die Schule und ich glaube, alle Ex-Zeugen Jehovas, die das Video jetzt anschauen, können mir das bestätigen. Du gehst in die Schule und das klassische Thema Geburtstag. Oh, Geburtstag, okay. Ja, der Aaron, der ist ein Zeuge Jehovas, der feiert keinen Geburtstag. Oh. Dann bist du direkt schon mal in der Klasse so gebrandmarkt. Mit einem roten Leuchtstift so. Der ist Zeuge Jehovas, der feiert keinen Geburtstag. Okay. So. Aber du kriegst ja von hinten, du kriegst genug Rückendeckung, genug Stärkung von der Versammlung, von deiner Familie, wo im besten Fall dann auch Zeugen Jehovas sind, von deinen Freunden. So. Und dann glaubst du das auch, dass das richtig ist. Und wie sagt man, die Amis sagen immer so schön, stand your ground. So, du stehst wirklich und sagst, das ist so. Und ich stehe dazu ein. In diesem Moment investierst du in die Organisation. Ja? Weil, sind wir mal ehrlich, du würdest vielleicht gerne Geburtstag feiern. So, ich bin wieder da, ich bin ein bisschen erschrocken, mein Telefon, ich nehme das Ganze mit dem Handy auf, wie gesagt, ich bin kein Profi. Hat da irgendwas geschrien und dann wusste ich nicht, oh, was ist jetzt los? Also da bin ich wieder. Es stückelt einfach die Handys, die Videos irgendwie. Probieren wir natürlich zu bleiben, ne? Genau, so, wo ich war. Eben, du investierst darin, das Thema Geburtstag als Kind, vor allem, gerade als Kind. Ich meine, hey, so, alle machen das um dich herum. Und klar, jetzt mit 31 kann ich sagen, nicht alles, was alle machen, ist immer gut. Mit dem Strom schwimmen ist nicht immer gut. Manchmal ist gegen den Strom schwimmen besser. Für einen selbst. Ne? Und einfach zu dem Thema Geburtstag noch kurz. Warum denn nicht? Ja? Es ist doch was Schönes, eine schöne Tradition, sage ich jetzt einfach mal, dass man feiert, hey, du bist jetzt wieder ein Jahr älter geworden. Hey, ein Jahr näher am Tod. Ja, aber so gesehen darf man es auch nicht sehen, weil im Leben passieren so viel unvorhergesehene Dinge. Du kannst morgen auf die Straße gehen. Ich kann jetzt nachher rausgehen, in mein Auto steigen und habe einen Autounfall, weil jemand anderes einen Fehler gemacht hat. Und dann? So. Also das Argument, dass man irgendwie, ja, aber man feiert ja dann sozusagen immer mehr die Richtung, in dem man ja eigentlich alt wird und alt ist ja gleich tot. Und das macht keinen Sinn. Ja? Deswegen ist es eine schöne Sache. Man freut sich, man kommt mit Leuten zusammen, man zelebriert in diesem Moment ja eigentlich eher diese Person und setzt sie in den Mittelpunkt und sagt so, da, schön, dass es dich gibt. Ja, eher so, schön, dass es dich gibt und nicht feiern, dass du älter geworden bist. Klar, mit 18, hey, wegen unserem Rechtssystem und bla 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 und hey, jetzt bist du, nein. Sondern man feiert eher, rückwärts gesehen, schön, dass es dich gibt. Ja, dass du schon seit 18 Jahren jetzt da bist. Vor 18 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Hey, wärst du nicht auf die Welt gekommen, wärst du jetzt nicht da und wir hätten nicht so viel Freude an dir. Du als lebhafte Person, du hast uns schon so viel... Weißt du, was ich meine? So, das ist doch schön. Und dazu gibt's noch Geschenke. Meistens. Genau, so. Und als Kind, ja, diese Verpackung einfach nicht zu kriegen und alle um dich herum. Und ich meine, wie lange gehen wir in die Schule? Jahrelang. Und dieses Thema wird dich irgendwie immer verfolgen, vor allem wenn du in der ersten oder von der ersten bis zur 4. Klasse, so wenn wir noch klein sind. Weil wir wissen selber, Kinder können fies sein, Kinder können gemeinsam und grausam ehrlich sein. Manchmal müssen wir Erwachsenen uns eine Scheibe davon abschneiden, aber es ist so. Und das tut dann manchmal wirklich weh. Ja? Und du denkst dir dann als Zeugen Jehovas Kind, ja, Kacke. So, aber gut, dann ist es halt so. Und so ging es auch mir. Irgendwann warst du wirklich so, zurück zum Thema, fest überzeugt,
Geburtstag. Und dann hast du dich irgendwann schon so wie lächerlich gemacht über die anderen Kinder und gedacht, so, du feierst deinen Geburtstag. Weil du halt schon diese Gehirnwäsche hast in deinem Kopf und das Gefühl hast, ja gut, doch, das kann man so sagen, dass du was Besseres bist. Weil ich habe die Wahrheit und du nicht. Und du weißt es nur noch nicht. Ich habe die Wahrheit und du kannst sagen, was du willst. Ich habe die Wahrheit. Ich weiß es. Mach dich nur lächerlich. Du wirst schon sehen, was passiert. Armageddon und so weiter und so fort. Alles Themen, die wir noch besprechen können. Aber einfach nur zum Zeigen, dass dieses eigentliche Gefühl, wo ich hatte, ich hätte das auch gerne. Auch gern Geburtstag feiern. Auch gern meinen Geburtstag feiern oder zu einem Geburtstag gehen. Ne? Weil das ist ja auch nochmal sowas. Nicht nur, dass du deinen eigenen Geburtstag nicht feierst. Nein, sondern du gehst ja auch nicht auf den Geburtstag von deinen Mitschülern. Ja? Dass du vielleicht einen guten Freund hattest in deiner Klasse oder vielleicht auch mehrere, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist. Und du dann sagen musst, wenn alle Kinder eine Einladung kriegen zum Geburtstag, ich bin ja Zeuge Jehovas, wir feiern das nicht. Und das als Kind, das tut weh. Aber eben, je schneller du überzeugt bist, manipuliert bist, desto leichter gehst du damit um. Und das war bei mir irgendwann auch der Fall. Und dann war das Thema Geburtstag abgehakt. Braucht man nicht mehr diskutieren. Ne? So viel dazu. Und einfach nur, damit ihr das nochmal versteht, als Resümee jetzt zu sehen, ich habe investiert. Ich habe investiert in dieses Gedankengut der Organisation. Nicht in mein eigenes Gedankengut, was ich gern machen würde, was mir gut getan hätte in diesem Moment. Ja? Nein, ich habe nach dem hier gelebt, was sie mir gesagt haben, und in dem Moment investierst du. Ja? So, dann sind wir Teenager. Was passiert mit uns als Teenager? Hormonhaushalt, Schwankungen, hey, du kommst in eine andere Schule, Berufsschule, mit anderen Themen wirst du konfrontiert. Das sexuelle Verlangen etc., alles geht los. So, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Bei mir war es einfach so, bin ich ehrlich, dass ich wie in einer Scheinwelt oder vor allem auch so zwei Gesichter gehabt habe. Ja? Auf der einen Seite wollte ich irgendwo immer natürlich meinen Eltern gefallen. Ich glaube, da kann mir jeder Zeuge Jehovas, dessen Eltern auch Zeugen sind und man so wie reingeboren worden ist, kann mir da, wie sagt man, Bestätigung geben, ja, und zustimmen. Ich wollte immer meinen Eltern gefallen, weil bei den Zeugen Jehovas ist es halt so, dass du erstmal ein Mitglied bist, in dem Sinn, du bist reingeboren, ja, das ist so die erste Stufe. Dann, wenn du alt genug bist und du wirklich der Meinung bist, dass du das dein Leben lang machen willst und dass du Jehova liebst und dass du für ihn dein Leben aufopfern willst, ja, wir reden hier von aufopfern, dann kommt der Step der Taufe. So. Und wenn du getauft bist, dann bist du erstmal dabei, dann bist du drin, dann darfst du dich offiziell Zeuge Jehovas nennen, weil vorher bist du nur ein ungetaufter Verkündiger. So, aber wenn du getauft bist, you're in. Okay? So, aber dann hört es nicht auf. Dann geht's weiter, weil in der Versammlung selber, in der Organisation selber gibt es auch nochmal wieder Hierarchien, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Da gibt es dann einen Dienstamtgehilfen, der hat ein spezielles Amt, der darf in der Versammlung gewisse Sachen machen. Dann gibt es zum Beispiel ganz groß, auch in anderen Videos habt ihr schon öfters wahrscheinlich gehört, die sogenannten Ältesten. Das ist sozusagen die Krönung, die Creme de la Creme, wenn man in der Organisation ist, wenn man in der Versammlung Mitglied ist, Ältester zu werden. Weil wenn du Ältester bist, wieder gestützt auf die Bibel, auf sämtliche Aussagen, wenn du Ältester bist, dann bist du sozusagen der Schafhirte für die Schafe. Ja? Du bist sozusagen einer der Weisen. Wenn Leute Fragen haben, sei es von ihrem Glauben, ja, Glaubensfragen, oder auch private Fragen. Ja? Ein Beispiel, ein Bruder hat jetzt, ein Glaubensbruder von mir, wenn ich jetzt Ältester wäre,
hat ein Jobangebot, ein tolles Jobangebot gekriegt in einem anderen Bezirk, Land, Kanton, Bundesland, wo auch immer ihr lebt, stellt es euch einfach vor. So, ein tolles Jobangebot. Für ihn als Mensch und Person und vielleicht sogar für seine Mitmenschen um ihn herum, Frau, Kinder, Verwandte, Bekannte, wer auch immer, wäre das ein absoluter Pluspunkt. Ja? Dieses Jobangebot. Alle würden davon profitieren. Als Menschen. Okay? So. Er kommt jetzt zu mir und fragt mich um Rat. Hey, Bruder Fuckboy, und erzählt mir das. So, ich als Ältester kann jetzt hingehen und zu 90% machen das die meisten und werden ihm probieren, diese tolle Stelle nicht mehr schmackhaft zu machen und was heißt auszureden? Weil wenn ich probiere, sie ihm auszureden, ist es schon, wie soll ich sagen, es ist zu offensichtlich. Er wird das checken, auf gut Deutsch gesagt. Also was mache ich? Ich komme wieder mit ihr und sage, okay, ja, aber weißt du, wenn du die neue Stelle hast, kannst du dann noch deine Zeit für Jehova investieren? Kannst du noch so und so viele Stunden im Monat in den Predigtdienst gehen? Kannst du noch, wenn du bei der Stelle bist, abends um 19 Uhr bei der Versammlung teilnehmen? Schaffst du es überhaupt noch pünktlich? Oder musst du sogar komplett ausfallen lassen? Deiner geistigen Gesundheit schadet diese neue Stelle wahrscheinlich mehr, als es dir was bringt. So viel zum Thema Ältester und was die dir an Ratschläge geben. Ja, aber einfach so, der Älteste ist wirklich so ganz oben, das ist so das Haupt der Versammlung. Es gibt auch nicht nur einen Ältesten pro Versammlung, es gibt mehrere Älteste, warum auch nicht. Wie so ein Filialleiter, der hat einfach auch ein paar Stehfaust, so, aber alle sind eigentlich in dem Sinn Filialleiter, ne? Bei den Zeugen. Das sind die Ältesten. Und wenn du das bist, das war für uns immer das Größte. So, oh, ich mache meine Eltern stolz. Ich werde Ältester. Okay. So, das war diese eine Welt, dass ich meinen Eltern gefallen möchte. Ja? Und die andere Welt war eben diese, wie soll ich es sagen, einfach das, was ich gerne machen würde. Dieses Gefühl, ich verpasse was. Ja? Und damit wird ganz oft gespielt in der Organisation, dass die meisten, wo einfach austreten, die haben einfach das Gefühl, dass sie was verpassen. Die sollen erstmal raus in die Welt und sollen sich mal umschauen und dann werden sie schon sehen, dass das alles gar nicht so schön ist, wie man denkt, dass man nichts verpasst und dann kommen die schon wieder zurück. Warum die zurückkommen, das können wir in einem anderen Video mal irgendwann erläutern, falls es euch interessiert. Weil das hat auch alles was mit Brainwashing zu tun einfach. Du wirst so extrem manipuliert, dass du irgendwann das Gefühl hast, dir geht's wirklich besser, wenn du wieder zurückgehst, weil dann hast du diesen ganzen Bull, nicht, der dir da draußen passiert ist, in der echten Welt. Warum? Weil du einfach gebrainwashed worden bist. Ich habe ein gutes Beispiel mal gesehen, damit ich das Thema so in dem Sinn abschließen kann, aber ich möchte es euch mitgeben, ich möchte ja helfen. Stellt euch vor, jemand ist im Gefängnis aufgewachsen, ja? Und wir reden jetzt mal wirklich hier von so einem Gefängnis, wie wir es kennen aus den Filmen, aus Amerika und nicht hier so Deutschland, Schweiz, so Luxusgefängnis mit Fernsehen und alles drum dran. Nein, wir reden hier von so einem richtigen Knast, so. Und jemand ist im Knast aufgewachsen. Du bist im Knast geboren worden, okay? So. Und du bist jetzt seit 30 Jahren und du kennst nichts anderes. Du weißt, wann du essen musst, wann du dich duschen musst, wann du Hofgang hast, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht. Dein ganzer Ablauf, alles wird dir eigentlich gesagt, was du zu machen hast. Du kennst die Regeln. That's it. Für dich ist das deine Realität. Ja? So. Und niemand sagt dir eigentlich so richtig, dass du im Knast bist. Und für was steht eigentlich Gefängnis etc. Das heißt, dass hat jemand was getan. Interessiert nada. Für dich ist das deine ultimative Realität. Deine Welt. Okay. Get it? So. Aus irgendeinem schönen Grund eigentlich, ja, kommst du jetzt raus aus dem Gefängnis. Du kommst raus. Wow. Du siehst die Welt, ja, in ihrer vollen Pracht, Landschaft, alles drum und dran. Aber du stößt auch auf andere Menschen, wo nicht im Knast waren und auch nicht dorthin gehen und nicht hingehen wollen. So. Und du findest dich in dieser neuen Welt,
wo du das Gefühl hast, das ist nicht die richtige Welt, ich komme damit nicht klar, du findest dich einfach nicht zurecht. Warum? Weil du einfach schon so das gewohnt bist und manipuliert worden bist und einfach im Kopf wirklich denkst, dass das Echte und das Gute, weil da ging es dir ja immer gut, du wusstest genau, was passiert, im Gefängnis ist. Ja? Und ich meine, in diesem Beispiel auch ganz stark, und das stimmt, viele Menschen, und das können wir beobachten in der Welt, ja, vor allem jetzt sage ich jetzt mal einfach Amerika, wo wirklich so lange im Gefängnis waren, nicht mal reingeboren, einfach so lange im Gefängnis, dass es die ultimative Realität für sie geworden ist, kommen irgendwann raus, finden sich absolut nicht mehr zurecht in der Gesellschaft, in der Welt, kommen nicht damit klar. Was passiert? Sie machen extra etwas, Kriminelles, whatever, damit sie was? Wieder in den Knast kommen. Und dann geht es ihnen gut. Und dann bleiben sie wieder da drin. Und falls sie wieder rauskommen sollten, machen sie wieder etwas, damit sie wieder reinkommen. Weil sie draußen nicht mehr klarkommen. Und genauso ist es auch mit der Organisation. Ja? Es ist zwar kein Gefängnis, es geht hier nur um sinnbildliche Sachen, aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Ich erlebe es ja tagtäglich jetzt, dass Leute rausgehen aus der Organisation und viele sich zu fein sind, draußen zu bleiben und wieder zurückgehen. Zurückgehen. Ja, ist einfach angenehmer. Wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind gemütlich. Ist angenehmer. Warum? Dort habe ich meine Freunde, meine Familie, das Zugehörigkeitsgefühl, dass ich anerkannt bin. Ich bin ein Mitglied. Auf meine Stimme zählt. Wenn ich fehle, ja, die Leute merken, wenn mein Platz leer ist, wenn ich nicht teilnehme an der Versammlung am Freitag, wenn ich nicht da bin, dann meldet sich jemand bei mir am Samstag oder am Sonntag und sagt, hey, Bruder Fakt, wo warst du? Das ist doch schön, oder? They take care of me, sozusagen. Die schauen auf mich. Das ist alles, jeder Mensch möchte das und jeder Mensch strebt danach, ja. Also, sogar wenn ich weiß, das ist nicht so korrekt und ich gehe raus, viele Leute kommen dann wieder zurück, weil es einfach gemütlicher ist. Es ist so. Weil was willst du denn noch draußen machen, wenn du 20, 30, 40 Jahre lang eine feste Überzeugung hattest und auf einmal musst du in den Spiegel schauen und dir zugestehen, das war wohl nicht das Wahre. Und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Und das ist so. Und deswegen wieder zum Thema investieren. Du investierst dein ganzes Leben in die Organisation und nicht in dich selbst. Und ich weiß, dass in der Bibel steht, also beziehungsweise in deren Bibel und in den ganzen Schriften der Zeugen Jehovas, dass dein Leben, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dein Leben an sich, dein heutiges irdisches Leben auf der Erde ist eigentlich, also nicht wertlos, aber ist nicht so wichtig. Weil jetzt geht es erstmal darum, dass es wie eine Prüfung ist, dass du deinen Gott Jehova liebst und dass du das Evangelium, also beziehungsweise einfach verkündigen tust, was die gute Botschaft ist. Ja? Und der richtige Lohn und das richtige Leben, das kommt dann erst nach Hamagedon, ja? Nach dem jüngsten Gericht. Was übrigens auch, möchte ich nochmal betonen, im Gegensatz zu anderen Leuten, wo Videos gemacht haben, kein Weltuntergangsszenario ist. Ja? Also wie gesagt, ich bin Ex-Zeuge Jehovas, falls ihr es mir nicht glaubt, ich habe Tattoos, Ohrringe, Sex vor der Ehe, alles drum und dran, das volle Paket. Okay? Das ist bei mir halt einfach so. Ich wollte das und bin auch froh drum. Und ja, deswegen, also Hamagedon ist kein Weltuntergangsszenario. Falls ihr dazu mal ein Video wollt, können wir das auch mal machen. Kein Problem, ich setze mich gerne hin und erläutere das. Zu meiner Jugend zurück. Da war also dieser Aaron, der den Eltern top gefallen wollte. Ihr wisst immer noch, ich wollte Ältester werden. Das ist das Nonplusultra. Okay, eine Stufe mehr wäre noch im Bethel zu arbeiten, weil dann bist du sozusagen wirklich an der Verteilerzentrale im jeweiligen Land. Ich glaube, Selters Taunus oder so ist das in Deutschland. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das Bethel ist so, dort ist die Druckerei. Dort wird gedruckt, dort wird alles gemacht. Du arbeitest dort unentgeltlich, kriegst eine Art Taschengeld, aber dir wird auch alles gegeben. Ja? Wenn du ein Auto brauchst, du brauchst jetzt zwar nicht den neuesten Audi, neuesten Benz, aber da ein Auto, fahrbarer Untersatz, du kriegst Essen, auf dich wird gesorgt. Das ist so wirklich wie eine kleine Stadt für sich selbst. Und von dort aus werden die ganzen Traktate und Bibeln und Bücher etc. gedruckt. Und wenn du dort arbeitest,
Mein lieber Scholli, dann hast du es geschafft. Na, bei den Zeugen. Ihr wisst, wovon ich rede. Jeder aktive Zeuge, der vielleicht jetzt gerade zuschaut oder auch Ex-Zeuge, weiß, wenn du als Kind oder deinen Eltern den Wunsch geäußert hast, im Bethel irgendwann mal zu arbeiten, dann war das für die so, oh, das Herz geht auf. Okay? Ja. Und so war das auch bei mir. So, von diesem Aaron, diese Hälfte, was die Zeugen betrifft, zu dem Aaron, der aber auch den weltlichen Einfluss, wie sagen diese schön, ausgeliefert war. Schöne Mädchen, schöne Frauen, die Hormone sind am Brodeln, 16, 17, Testosteron kommt. Aha, so. Und bei mir war es dann einfach so, bin ich ehrlich, ich habe mich taufen lassen, viel zu früh. Bei meiner Versammlung war es jetzt einfach so, und ich kann jetzt einfach nur von mir reden, vielleicht läuft das woanders nicht so. Meine Versammlungen waren sehr viele Jugendliche. Unnormal. Ja, wir haben immer, wenn von Außenstehenden, also wenn sag mal, Redner gekommen sind, ja, von anderen Versammlungen oder auch Besucher von anderen Versammlungen, vom Nachbarsort, von einer anderen Stadt, immer unsere Versammlungen haben gesagt, wow, ihr habt aber viele Jugendliche. Wow, das ist schön, die junge Generation. So, also wir hatten wirklich viel Jugendliche, männlich wie auch weiblich, ja, so. Und bei uns war es einfach so, wer sich zuerst taufen lässt, der hat's geschafft. So, es war wie eine Art Wettrennen. Es ging gar nicht mehr darum, liebst du Gott, liebst du Jehova, hast du wirklich jede Seite hier 1:1 schon verinnerlicht und in dich aufgenommen. Darum ging es gar nicht, sondern nur, wer lässt sich zuerst taufen? Ja, brauchst du mir nicht zweimal sagen. Probier immer der Beste zu sein, wenn es um sowas geht. Und der Aaron ließ sich dann taufen. Ja, ich war auch überzeugt. Ich möchte nicht sagen, dass ich einfach blind in die Taufe gerannt bin. Nein, das nicht. Aber ich habe mich taufen lassen. Das war damals in Saarbrücken. Ich glaube mit 16 eben war das. Auf einem Kongress. Dort findet das meistens statt. War ein riesen, wie ein Swimmingpool, Swimmingpool. Ja, irgendwie so 2 Meter Wasser, was weiß ich. Und dann gehst du dort rein, wirst getauft, kommst raus, alle klatschen, hey, wirst umarmt und yeah, you're the man. Because, wie ich euch eben erzählt habe, jetzt bist du drin. You're in. So. Und das hat sich so bei uns Jugendlichen dann einfach so etabliert, dass man einfach, ja, guck, wer zuerst getauft wird und dann kannst du mir nichts mehr sagen, weil du bist ja nicht getauft. Ich weiß es besser. So. Ja. Aber das Problem war gleichzeitig, dass wir uns selber angelogen haben als Jugendliche. Denn wir hatten den Drang, in Discos zu gehen, in Clubs, ja, wo die weltliche Musik läuft. Sei es Rap, sei es Techno, sei es Hip-Hop eben. Weltliche Musik, ja, ist ja auch theoretisch verpönt bei den Zeugen Jehovas. Ja, es geht um Sex, um Drogen, um Autos, um Schmuck, alles Sachen, die ja bei den Zeugen Jehovas vergänglich, also auch laut der Bibel vergänglich sind, die du nicht mitnehmen kannst ins Grab. So, also warum hörst du dir sowas an? Dort geht es darum, wie man Frauen niedermacht und bla bla. So, weltliche Musik, no go. So, aber wir wollten in den Club gehen und dort läuft halt nur so Musik und dort wird unmoralisch getanzt und dort wird Alkohol in höheren Mengen konsumiert. Ja, weil Alkohol an sich ist ja nicht verboten bei den Zeugen, ja? Und auch laut der Bibel. So, und das wollte man. Man hatte diesen Drang, das ist jetzt wieder wie mit dem Geburtstag damals, als man noch kleiner war. Man wollte einfach in die Disco. Ja? Man hatte Interesse und die Augen so auf das andere Geschlecht. Ja? Was völlig normal ist. Das sind die Hormone. So. Und so kam es dazu, dass man das dann einfach heimlich gemacht hat. Okay? Dass man sich wirklich, und vielleicht einige, die mich von damals kannten, wobei, ja, bei den Zeugen ist es ja so, sobald jemand ausgeschlossen ist, passiert wieder der hier, Gehirn nicht benutzen, ich habe Angst, ich möchte gar nichts wissen, weil es könnte ja mich infizieren, aber vielleicht schaut ja jemand zu, der mich von damals kannte und ist dann jetzt vielleicht ein bisschen schockiert und aber auch irgendwo macht das Ganze jetzt Sinn, das Puzzle fügt sich zusammen. Wir haben das einfach heimlich gemacht. Wir sind in den Club gefahren. Wir haben uns nicht überkrass besoffen oder so. Wir wollten einfach nur diese Atmosphäre, das Tanzen, die Kleidung dazu. Ja, früher alles cool.
Und ja, am nächsten Tag, völlig übermüdet, mit deinem Anzug und Krawatte, sitzt du in der Versammlung und hörst dem Redner zu und schläfst fast ein. So, und so fing das an. Ja? Und ich kann leider nicht von mir alleine reden. Wir waren mehrere Jugendliche damals, wo so gelebt haben. Ja? Irgendwann kam dann auch das Thema Sex. Ist so, dass man Sex hatte vor der Ehe, was ja ein absolutes No-Go ist. Und ja, das kam einfach alles dazu. Club, Sex vor der Ehe. Irgendwann hat man dann auch, sage ich jetzt einfach mal, seine Zeit besser zu nutzen gewusst und ist dann vielleicht mal nicht mehr in die Versammlung gegangen, wenn die zweimal in der Woche ist. Ich gehe nur noch einmal. Das, was ich verpasst habe an Stoff, kann ich selber ja zu Hause nachlesen. Damals gab es noch kein großes Internet beziehungsweise keine Apps. Heute ist das ja easy, aber das kriege ich schon hin und so. So, man hat sich das eingeredet. Und ich war jetzt zum Beispiel die Person, ja, weil ich kann das vielleicht ein bisschen machen, aber auf Dauer nicht, weil ich merke einfach, ich belüge mich doch selbst. Ja? Ja? Wenn es einen Gott gibt und der Gott da oben ist, dann kann der sowieso in dein Herz schauen und sieht ja sowieso, was du machst. Aber sei mal ehrlich zu dir selbst. Nicht zu der Organisation, zu dir selbst. Okay? So. Und das war dann einfach bei mir der Fall, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe so viele Kollegen, wo auch vielleicht getauft waren in der Versammlung schon. Also wir sind Zeugen Jehovas gewesen, aktive, und gleichzeitig haben wir ein sogenanntes Doppelleben geführt. Sind am Wochenende in die Clubs, haben Sex gehabt vor der Ehe, haben uns besoffen, okay? Manche haben vielleicht sogar was Härteres eingeschmissen und was gemacht, so. Und 2 Tage später, wenn überhaupt, sitzt du wieder dort auf deinem Stuhl, plus schläfst du fast ein, weil du irgendwie die Nacht durchgemacht hast, vielleicht sogar noch Intus hast an Alkohol, und im Worst Case laufst du ja sogar noch durch die Straßen, klingelst und klopfst irgendwo und hast Angst, dass dich irgendwer erkennt, weil du denkst, oh shit, ich will jetzt was über die Bibel erzählen und wie gut das ist und Unmoral ist nicht gut. Aaron, bist du nicht der gestern da im Club gewesen ist und schenkte? So? Okay, also, und da habe ich mir einfach gedacht, okay, nein, weißt du was, anstatt mich selbst zu belügen, und irgendwo auch blöd gesagt, in dem Moment dachte ich auch so, Schmach auf den Namen dieser, auf Jehova zu bringen und auf die Organisation, trittst du lieber aus. Trittst du aus. Ja? Du bist ich bin kein Gegner, das habe ich euch am Anfang schon gesagt, kein Gegner, sondern einfach nur ehrlich. Ja? Und wenn ich bestraft werde und dann irgendwann Feuer auf mich kommt und ich bin tot und matsch, so Gott will, dann ist es so. Ja? Es wird einfach nicht gern gesehen, weil wie kann jemand nur so reden und so denken? Jeder will doch leben. Nein. So, und jetzt? Passt nicht in dein Bild, ha? Blöd. Aber für mich hat es gepasst und dann habe ich es ganz einfach gemacht. Du musst es, glaube ich, schriftlich, habe ich auch gestern erstmal wieder ein Video gesehen, wo einer aussteigt, ist relativ neu, ist ein tolles Video. Schriftlich, ja, ich habe meine Mutter gefragt, weil ich konnte mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Wie gesagt, ich bin jetzt 31, das Ganze ist dann jetzt schon irgendwie fast 15 Jahre her. Schriftlich, ich habe einfach einen Stift, ein Papier genommen, draufgeschrieben, ich möchte kein Zeuge Jehovas mehr sein. Bitteschön, habe das den Ältesten abgegeben. Ja, die wollten das natürlich auch von mir erfahren, wieso, weshalb, warum. Das musst du natürlich auch offiziell denen sagen, weil die probieren dann nochmal mit dir zu reden, und wenn die wirklich so sehen, der ist verloren in dem Sinn, erstmal. Entschuldigung. Dann geben sie es auch der Versammlung bekannt. Und dann sollst du eigentlich die ganze Härte spüren. Ja, dann fängt dieses Ganze, erinnert euch an das Beispiel mit dem Knast, und jetzt kommt man raus, dieses Spiel an. Diese Spiele im Gehirn, diese Spiele im Kopf mit der Gesellschaft. Dann soll das Ganze anfangen. Und dann geben sie das bekannt. Wenn du wirklich der Meinung bist, du willst kein Zeuge mehr sein, alles klar, dann geben wir das der Versammlung bekannt, schön mit Mikrofon, allen wird's erzählt. So, und für mich war schon klar, shit, wenn ich das jetzt tue, ja, mein gesamtes soziales Umfeld aus der Versammlung wird wahrscheinlich wegbrechen. Leute, mit denen ich letzte Woche noch Basketball gespielt habe, sonst irgendwas gemacht habe und sogar vielleicht diese
Jetzt muss ich mittlerweile sagen, Fake Friends, wo mit mir in den Club gegangen sind, wo der gestern erst irgendeine weggeknallt hat in seinem Zimmer, als seine Eltern nicht da waren. Wisst ihr, was ich meine? Entschuldigung, dass ich so rede, aber ich denke, mit Ehrlichkeit kommen wir am weitesten. Diese sogar werden mir einfach in den Rücken fallen und mir nicht mehr Hallo sagen, mich einfach so gesagt nicht mehr kennen. Ja, aber das war es mir wert, weil ich wollte real bleiben, ich wollte mir selber ehrlich und treu bleiben. Und auf so Leute kannst du ganz ehrlich dann in den nächsten 40, 50, 60 Jahren, so Gott will, verzichten. Und zwar gut verzichten. Ja, weil ich natürlich durch meine Art und Weise zum Glück trotzdem noch ein anderes soziales Umfeld hatte, was nicht mit Zeugen Jehovas zu tun hat. Und so war ich nicht komplett isoliert und deswegen habe ich auch wahrscheinlich nicht so einen Crack im Kopf gekriegt wie andere Leute, wo wirklich ihr ganzes Leben wirklich aufgebaut haben um die Organisation. Und wenn du dann rausgehst, dann zerbröselt langsam alles und dann ist es ganz schwer, da rauszukommen, ganz schwer auch wieder nicht zurückzugehen. Ja, es ist wirklich heftig. Ja? Und so war das bei mir. Und so habe ich mich entschlossen, die Organisation zu verlassen. Und jetzt aktuell, warum ich eigentlich dieses Video mache, es ist einfach so ein großes Thema, falls es euch noch interessiert. Weil viele kommen dann ja eben, aber was denn mit deinen Eltern? Deine Eltern sind ja noch Zeugen Jehovas und auch also meine Tante zum Beispiel, ja, und auch Cousinen etc. Alles Zeugen Jehovas. Reden die noch mit dir? Ich kann jetzt nicht für die Allgemeinheit reden, weil in den Medien oft gesagt wird, eben sobald du ausgeschlossen bist, na, also sagst und dich dazu bekundest, du möchtest kein Zeuge Jehovas mehr sein, dann wirst du komplett isoliert. Ist bei mir nicht der Fall gewesen. Für viele jetzt, was? Ist so, ja. Letztendlich haben wir es immer noch mit Menschen zu tun. Zum Glück hatte ich Menschen um mich herum, die ihr von Gott gegebenes Gehirn auch benutzt haben und gesagt haben, ich kann das selber entscheiden. Ich brauche keine Organisation, die mir sagt, was ich zu machen habe. Weil wenn Gott uns in seinem Bilde erschaffen hat, dann sind wir bestimmt keine Roboter, die einfach irgendwelchen Befehlen nachgehen und einem, der oben mir sagt, was ich zu machen habe, also nicht Gott, sondern diese Organisation, die leitende Körperschaft, sondern ich kann das selber machen. Wir haben den freien Willen. So, und dadurch, dass die Leute, da als ich dann ausgetreten bin, gesehen haben, dass ich ja gar kein Gegner bin, ich bin ja niemand, der gegen die schießt und sagt, ha, was da drin steht, alles Mist, was ihr schreibt, alles Mist, eure Broschüren, Traktate, eure Ideologie dahin, alles Mist, bin ich ja nicht. Ja? Werde ich auch nie tun, weil erstens wäre das viel zu viel Zeit investieren und viele Sachen, wie gesagt, sage ich immer noch, sind ja gut. Ja? So gesehen für das Leben. Ja? Man erspart sich viel Kummer und Schmerz, wenn man nach gewissen Dingen einfach handelt. Aber dazu musst du kein Teil der Organisation sein, sondern dazu brauchst du was? Die Bibel, Jesus, Gott in dem Sinn und nicht eine Organisation von Menschen geleitet, die dir das sagt. Ja? Streng einfach mal dein Gehirn an. Ja? Und das ist so. Und deswegen, bei mir haben mir auf einmal wirklich Tage später, als ich durch die Stadt gelaufen bin, das sind ja so diese Worst-Case-Szenario, wo du denkst, shit, jetzt laufe ich durch die Stadt, oh, da drüben, da ist die Schwester so und so. Die sagt mir, gehst du einfach mal? Hey, und die hat mir trotzdem Hallo gesagt. Hallo, und es ist schade, dass du nicht mehr da jetzt zu uns gehören willst und vielleicht kommt es ja wieder und so. Hut ab. So, wie sieht's aus mit den näheren Verwandten? Mutter, Vater, beide halt getauft, meine Geschwister zum Glück noch nicht. Ja? Nie ein Problem gewesen. Ja? Man hat irgendwo immer noch investiert in die Organisation, wieder mit seinem Leben und mit seinem, wie man sich benimmt einfach, weil zum Beispiel ich mit meiner Freundin zum Beispiel, weil wir nicht verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind, durften wir zum Beispiel nie unter einem Dach schlafen bei meinen Eltern. Ja, weil das ist nicht gut. Wird nicht gern gesehen, da, so, steht da drin, passt. Okay? So, in dem Sinn hat man irgendwo immer wieder doch nach der Pfeife getanzt, nach der Organisation. Also blieb mir nichts anderes übrig, als wenn ich mal meine Eltern besuchen gehe, dann gehen wir halt ins Hotel oder sonst irgendwo hin. Passt ja auch, ist ja auch nicht das Ding. Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass meine Eltern nach wie vor mit mir Kontakt haben, rege Kontakt haben und ich das auch schätze und meine Eltern selber sagen können, erstens,
ich kann das selber entscheiden. Und zweitens, dass er kein Gegner ist. Und warum soll ich mich, weil die Zeugen kommen halt immer mit dem Argument, dass man sich ja von demjenigen abwenden soll und trennen soll, jedenfalls die Schafe, weil die Ältesten, die dürfen auf dich zukommen, weil die sind geistig ja der hier und die sind stark genug. Egal was für Argumente ich bringen würde, an denen prellt das so ab und das sind Älteste. Aber die Schafe, also alle Mitglieder, die sonst nicht Älteste sind, die sind schwach. Und wenn die mit dem Aaron Kontakt haben, dann könnte das passieren, dass der den Teig verdirbt. Ja? Und so probiert man dann, dich wirklich schön von der Masse zu isolieren, damit du den Teig nicht verdirbst. So, was dahinter steckt, ist ein riesen Schauspiel, eine riesen Leinwand und was für Marionetten da die Zügel ziehen, das ist heftig enorm. Da können wir gerne mal ein andermal drauf eingehen. Auf jeden Fall finde ich stark, dass meine Eltern sich trotzdem nicht diesem klassischen Muster angewandt haben, gesagt haben, ja, dann brechen wir halt jetzt mit ihm. Nein, wir haben immer noch Kontakt. Und warum mich dieses Thema vor allem jetzt, ich meine, ihr denkt auch so, warum kommst du jetzt so? Du bist 31, bist mit 16 getauft worden, mit 18 irgendwie, sage ich jetzt mal, glaube ich, habe ich mich ausschließen lassen. Ja, habe gesagt, ich will Sex haben, ich will mich tätowieren lassen, ich will raus in die Welt, raus aus dem Knast. Don't forget it. Und warum kommst du jetzt? Ich komme jetzt, weil das Thema wieder ein bisschen aktueller geworden ist, weil wie gesagt, meine Eltern sind immer noch aktive, praktizierende Zeugen Jehovas und meine Mutter hat mir sozusagen ein bisschen die Augen wieder geöffnet, weil im Prinzip kann mir das Ganze ja egal sein. Ich lebe mein Leben, ich lebe gut, ich habe alles, was ich wollte, ich investiere ja jetzt in mich selbst. Es ging mir noch nie so gut wie jetzt, als in der Zeit als Zeuge Jehova oder auch schon nur in der Organisation. Könnt ihr mir glauben oder nicht, das ist jedem dahingestellt und ansonsten probiert es aus. Ich gebe euch gerne Tipps, ihr dürft mir gerne schreiben, schreibt in die Kommentare. So, warum komme ich jetzt? Meine Mutter hat mich auf ein paar Sachen angesprochen, wo sie stutzig gemacht haben auf gut Deutsch, ja? Und das ist immer so. Wenn die Situation ist und durch einen Unfall sozusagen oder durch einen Zufall, nennen wir es einen Zufall, Unfall ist so negativ, durch einen Zufall an eine Information gelangt, wo dich persönlich anspricht, wo du das Gefühl hast, ich als Mensch, ich finde das komisch. Und jetzt geht's genau jetzt ist dieser Schnittpunkt zwischen, bin ich ein blindes Schaf oder benutze ich einfach mal meinen Kopf und mein Gehirn, das mir von Gott gegeben worden ist. Und meine Mutter hat ihren Kopf benutzt. Ja? Und findet jetzt immer mehr Dinge, wo sie einfach sagt, das sind Ungereimtheiten, das kann doch so nicht stimmen. Und wenn das eine von Gott geleitete Organisation ist, dann dürfte so etwas nicht passieren. Ja? Wo Menschen sind, passieren Fehler, das ist so. Gutes Argument, wie gesagt. Aber wenn du doch von dem einzig allein wahren Gott bist und du da draußen weißt, du hast die Wahrheit, das ist die Organisation von Gott, dann dürfen gewisse Sachen, die draußen passieren, beziehungsweise in der Organisation passieren, nicht passieren. Ist nun mal so. Und wenn diese Dinge passieren, dann muss man dazu eingestehen, das ist einfach mal so, es ist menschlich, man muss dann hingehen und sagen, okay, wir haben Fehler gemacht, man muss es allen Mitgliedern sagen, was nicht passiert und auch die Informationen von außen komplett zu isolieren, dass die reinkommen in die Versammlung, wird komplett isoliert, da stimmt doch dann irgendwas nicht. Möchte man etwas verheimlichen? Und meine Mutter ist selber jetzt so auf den Weg gekommen, auf den Trichter, auf gut Deutsch, dass da irgendwas nicht stimmt und so habe ich mich auch mit dem Thema ein bisschen befasst und was ich da gesehen habe und auch gehört habe, ist wirklich wow. Also so, ich meine, wie gesagt, mich muss es irgendwo nicht interessieren. Ich bin raus, mir geht's gut. Ich habe es geschafft. I made it, auf gut Deutsch. Aber mir tun die anderen Leute leid. Weil ich mich selbst auf einmal wieder so sehe, als kleiner Junge in einem Anzug gepirscht, von Haus zu laufen und stolz.
Das tut mir einfach leid. Ja? Weil diese ganze Lebenszeit, ne, sagen wir mal 20 Jahre, die gibt dir niemand mehr zurück. Niemand, nobody, nada, niente. Und das tut mir einfach leid. Ja? Dass dort kleine Jungs, kleine Mädchen sind, denen was vorgelebt wird und vorgemacht wird und so gebrainwashed werden, dass sie entweder immer da drin bleiben sollen, gebrainwashed und keine Infos von außen, aber dass ein System ist, dass wenn du mal raus, einen Blick nach draußen riskierst sozusagen und vielleicht auch mal anfängst zu recherchieren und du nicht stark genug bist, Selbstbewusstsein etc., dass du dann ganz schnell runterfällst, ja? Und nicht umsonst gibt es bei den aktiven Zeugen Jehovas und auch Ex-Zeugen Jehovas extrem viele Fälle mit psychischen Erkrankungen, Depressionen etc. etc. Warum wohl? Wenn das Ganze doch so gesund ist. Könnt ihr mal selber drüber nachdenken. Ne? Ja. In diesem Sinne, mein Kaffee, lauwarm, geht noch. Danke fürs Zuhören. Falls euch das Video gefallen hat, das ist so der Standardspruch, lasst doch ein Like da. Klar, schreibt gerne in die Kommentare, ich werde es beantworten, wenn es konstruktive Kritik etc. ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Video vielleicht doch irgendwie an ein paar aktive Zeugen Jehovas kommt oder auch Mitglieder, die noch nicht getauft sind. Ja, dass ihr euch einfach mal Gedanken macht. Ich möchte nicht sagen, dass es heißt jetzt so, hey, tretet aus und so. Was ist das? So, ich weiß, wenn einer das weiß, dann bin ich das. Du kannst nicht einfach mal so austreten. Das ist nicht so, als hättest du gerade irgendeinen Handyvertrag gemacht und willst den jetzt innerhalb einer gewissen Frist wieder stornieren. So einfach ist das nicht. Und das weiß ich. Ja? Aber man kann es zusammen schaffen. Und ja, mein Appell einfach wirklich an alle da draußen, wo noch aktiv sind in dieser Religionsgemeinschaft, nutzt mal einfach euren Kopf, euer von Gott gegebenes Gehirn und recherchiert, wenn ihr Zweifel habt. Ja? Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann recherchiert. Ja? Gott hat euch doch logisches Denken gegeben, diese Willensfreiheit. Ja? Und sobald ihr nicht dem nachgeht, was euch mal interessiert hat, dann investiert ihr wieder ein wenig in die Organisation, weil ihr gebt euch sozusagen Fesseln im Kopf. Es sind Fesseln im Kopf und die müsst ihr einfach sprengen, so blöd es klingt, und einfach mal sagen, so, und jetzt recherchiere ich einfach mal. Und wenn du recherchiert hast und du hast deine Antwort und du kannst damit leben und du bleibst trotzdem Organisation, dann ist es auch gut, dann ist das so. Dann hast du für dich ja recherchiert und du bist auf den Nenner gekommen. Aber wenn du gar nicht erst recherchierst, weil die dir sagen, so alles, was nicht von uns ist schlecht und böse, dann bist du wieder in diesem Gefängnis drin, von dem ich geredet habe, sinnbildlich. Ne? In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht mache ich dann nochmal ein Video, je nachdem wie die Resonanz ist. Hat mich gefreut und danke nochmal für eure Geduld. Ciao.